Eigentlich kann man von Glück sagen, dass ich euch heute diese Limited Edition vorstellen kann, denn gefühlt war die ja nach Sekunden ausverkauft. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja, Freunde, ihr habt es gerade schon gesehen, wir sprechen heute über das heiß begehrte Set 2579, die Limited Edition des Panzerjäger Tigers Ausführung B aus dem Hause Kobi. Ein pickepackevolles Set, aber bevor wir uns den Karton und den Inhalt genauer anschauen, Freunde, macht doch mal Pause und schreibt in die Kommentare, welche Limited Edition Nummer ich wohl hier bekommen habe. Ich bin mal gespannt, ob ihr richtig liegt und schummelt nicht, Freunde. Das kommt raus. Ja, Freunde, jetzt wie gesagt, kommt mit mir auf den Bautisch, dann schauen wir uns den Inhalt dieses hübschen prallen Kartons genauer an. Dreifarbig getarnt im Morgengrauen kommt da daher unser Sonderkfz 186, der Panzerjäger Tiger Ausführung B. Im Maßstab 1:28, 1390 Steinchen und 3 Minifiguren. Wir haben nämlich hier unseren Panzerkommandanten des Panzerjägers und wir haben hier ein Krat-Team, also eine Zündab mit Beiwagen sowie Fahrer und Begleitung. Schön wieder bei der Limited Edition, denn wir haben ja eine aus der Historical Collection World War II, ist, dass wir den Motor wieder hinten rausnehmen können und auf einen extra Stand mit gelaserten Typenschild stellen können. Wichtig ist jetzt aber natürlich nicht, was wir auf der Vorderseite sehen, sondern auf der Rückseite, denn da sehen wir ein paar Maße, die uns interessieren, nämlich das Fahrzeug wird 38 cm lang und 11 cm hoch. Wir können das Dach abnehmen und können uns dann den Kampfraum anschauen und wie gerade erwähnt, hinten den Motorbereich können wir auch aufklappen und können dann den Motor ein- und ausbauen, sowie hinten hier die Munitionszuführung können wir auch öffnen. Da ist der Motor, das Typenschild mit der Nummer, das wie gesagt könnt ihr nochmal in die Kommentare schreiben, welche Version ich wohl hier bekomme, welche Nummer in der Aufzählung der Limited Editions. Ich bin gespannt, was der Chef da von Kobi für mich unterschrieben hat. Wir sehen ein bisschen Bewaffnung, das Kobi hier noch immer mit aufgeführt hat als Legende. Und hier die Legenden, die Infos zur Zündab KS 750 und natürlich zu unseren Jagdtiger bzw. Panzerjäger Tiger Ausführung B. Diese Infos bekommt ihr natürlich alle gleich noch im Verlauf des Videos. Aber die wichtigste Info ist ja, was verbirgt sich im Karton an Klemmbausteinen und das schauen wir uns jetzt an. Ja, Freunde, da ist der Inhalt auf dem Bautisch gehüpft. Da haben wir es. 161 ist die Nummer meiner Limited Edition. Hört sich auch an die Seitennummer eines Panzers an, am Turm angebracht. Also passt vielleicht ganz gut. Früher war ich immer dahinter, eine niedrige Nummer zu bekommen. Da ich euch die aber alle ja hier vorstelle, ist mir die Nummer mittlerweile relativ egal. Relativ als Sammler, ihr wisst ja, was ich meine wahrscheinlich. Die Anleitung, die ist ziemlich dick, Klammer gebunden, kommen wir gleich zu. Wichtig ist aber hier, wir haben 4 Bauabschnittstüten, 4, 3, 2, 1. Seit neuestem schreibt Kobi ja immer hier die Nummern mit drauf und halt hier unsere Anleitung. Ab 8 Jahren Pad Printed, wir haben hier keine Sticker und auch die Anleitung ist umweltfreundlich bzw. nach Umweltstandards aktuell gedruckt. Und das sogar innerhalb der EU, also europäische Arbeitsplätze wurden damit geschaffen oder gehalten. Wir bauen wie folgt, wir fangen mit der Tüte 1 an, die nehmen wir, reißen sie auf, verteilen sie auf Tüten, Tellern, wie auch immer ihr das wollt oder wie ich auf Häufchen und wir bauen drauf los. Der erste Baustep ist farbig. Beim zweiten Baustep ist der erste schon nicht mehr farbig, nämlich ausgegraut oder ausgeblaut, je nachdem wie man es sehen möchte. In diesen Rechtecken seht ihr immer, was ihr an Steine braucht. Es gibt Legenden, weil es gibt verschiedene Höhen von Slopes, verschiedene Achsenlängen und auch Pfeile weisen uns den Weg, wie wir es bei anderen Klemmbausteinherstellern kennen. Und wir haben hier solche Anlegehilfen, da sehen wir eine 1x6er Flat-Teil, brauchen wir hier, um diese Verkleidung hier zu bauen. Flat-Teil, flache Fliese kennt ihr bestimmt. Kobi hat keine Seitenzahlen, daher müssen wir nach Bauschritten gehen und wir sind dann mit der Bauabschnittstüte 4 logischerweise fertig beim Baustep 284, wenn wir die Zündab gebaut haben. Wir wollen aber noch mal ganz kurz hier auf unseren Panzer lugen und das wäre dann hier, wir sehen schon ein schönes Gefährt. Schauen wir uns trotzdem noch mal die letzten Seiten an, denn da sehen wir immer die Teile mittlerweile, die wir brauchen bei dem Set und wenn euch eins fehlt, seht ihr es dann nämlich auch gleich, beziehungsweise könnt ihr es hier nachkontrollieren und könnt es dann hier bzw. da monieren bei www.kobi.eu/service. Und ganz wichtig,
eine kleine Anleitung, wie man die Minifiguren zusammenbaut. Das musste man früher nämlich immer so ein bisschen hier anhand der Fotos dann sich erdenken, erahnen. Ja, Freunde, ahnen ist das gute Stichwort, denn ihr erahnt, was jetzt vielleicht kommt. Es gibt jetzt eine schöne Faktenzeit mit Informationen für euch und ich wünsche euch viel Spaß dabei und ich weiß, ihr wünscht mir jetzt viel Spaß beim Klemmen des Panzerjäger Tigers Ausführung B aus dem Hause Kobi. Speedbildzeit ist Faktenzeit. Und liebe Freunde, es gab bei mir schon mal ein Video zum Jagdtiger. Wenn ihr also Fakten zum Jagdtiger haben möchtet, müsst ihr euch das Review des Sluban Jagdtigers anschauen. Findet ihr oben rechts auf dem i. Trotzdem werde ich euch kleine Fakten zum Jagdtiger und zur Zündab und vielleicht zum Maybach hinten noch bei den Detailfotos liefern. Seid gespannt. Aber Freunde, ich möchte mit euch über den vielleicht berühmtesten Panzerkommandanten des Zweiten Weltkrieges sprechen. Oder, naja, berühmtesten ist jetzt mal so dahingesagt, aber sagen wir mal so, den berühmtesten Panzerkommandanten von schweren Panzereinheiten, nämlich über Otto Carius. Und ich glaube, dass Kobi nämlich hier Otto Carius als Figur nachgeahmt hat. Geboren wurde er am 27. Mai 1922 in Zweibrücken. Das liegt bekanntlich in Deutschland und er war, wie ich gerade erwähnt habe, ein bedeutender Panzerkommandant im Zweiten Weltkrieg. Seine Geschichte vermittelt ein komplexes Bild eines jungen Mannes, der sich in einer Zeit zweifellos großer politischer Unruhen und militärischer Konflikte befand. Während Carius zweifellos bemerkenswerte militärische Leistung vorzuweisen hatte, ist es wichtig, seine Geschichte mit einem kritischen Blick auf die Realitäten des Krieges zu betrachten. Carius trat 1940 in die Wehrmacht ein und wurde 1941 Mitglied der Panzertruppe. Schon bald fand er sich an der Ostfront wieder, wo die brutalen Kämpfe und die extremen Kälte das Leben der Soldaten prägten. Im Jahr 1943 wurde Carius zum Leutnant befördert und übernahm das Kommando über einen Tiger-I-Panzer. Dieser Panzertyp galt als eine mächtige Waffe, die oft Furcht in den Reihen der Alliierten auslöste. Während des Krieges diente Carius an verschiedenen Fronten, darunter die Ostfront und Westfront. Seine Berühmtheit erlangte er als Kommandant eines Tiger-I-Panzers, der mit seiner starken Panzerung und durchschlagskräftigen 88 mm Kanone ein gefürchteter Gegner war. Carius und seine Besatzung führten erfolgreiche Angriffe durch und erzielten einige beeindruckende Siege. Sein taktisches Geschick und seine Fähigkeiten im Panzerkampf waren zweifellos bemerkenswert. Im Laufe seiner Karriere zerstörte Carius laut eigenen Angaben über 150 feindliche Panzer. Eine beeindruckende Zahl, die seine Fähigkeiten unterstreicht. Eine seiner bemerkenswertesten Taten ereignete sich im Jahr 1944 während der Schlacht von Malinava in Lettland. Hier gelang es Carius und seiner Besatzung innerhalb von wenigen Stunden 17 sowjetische Panzer zu zerstören und somit entscheidend zum Erfolg der deutschen Verteidigung beizutragen. Dieser Vorfall unterstreicht seine Fähigkeit, unter extremen Bedingungen effektiv zu agieren. Ich habe von diesem Vorfall ein bisschen euch angeteast beim Review meiner IS-2 Panzer von Kobi. Nach dem Krieg wurde Otto Carius in Kriegsgefangenschaft genommen und später freigelassen. Er kehrte nach Deutschland zurück und absolvierte ein Vorpraktikum und Vorexamen als Apothekerassistent und studierte von 1948 bis 1951 Pharmazie in Freiburg im Breisgau. Ab 1952 war er angestellter Apotheker, 1956 übernahm er die Hirsch-Apotheke im westfältischen Herschweiler-Pettersheim, die er in Tiger-Apotheker umbenannte und bis 2011 leitete. Bekannt wurde er als Autor seines 1960 erstmals veröffentlichten Buches Tiger im Schlamm, in dem er seine Erinnerungen an den Kriegseinsatz von 1940 bis 1950 schildert und das zu den erfolgreichsten Titeln der Kriegserinnerungsliteratur gehört. Durch das Buch und seine Interviews wurde er zum wichtigsten Zeitzeugen des Tigerpanzers, auch weil er den Krieg überlebte. Andere erfolgreiche Kommandanten wie der regimekritische Kurt Knipsel fielen oder blieben nach 1945 stumm. In den Jahren nach dem Krieg bemühte er sich, die Grausamkeiten des Krieges anzuerkennen und für eine Versöhnung zwischen den ehemaligen Kriegsgegnern einzutreten, war jedoch bis zum Lebensende Verfechter der Entscheidungen des Oberkommandos der Wehrmacht.
Karius verstarb am 24. Januar 2015 im Alter von 92 Jahren. Sein Tod markierte das Ende eines Lebens, das von militärischer Erfahrung, persönlicher Entwicklung und der Reflexion über die Schrecken des Krieges geprägt waren. Karius gehört zu den populären Soldatenfiguren. Er trat in Dokumentationen auf, seine Einsätze werden in Kriegsspielen nachgeahmt, es gibt ein Manga über ihn und man kann ihn als Bausatzfigur, wie jetzt hier beim Kobi Set 2579, erwerben. Bis zu seinem Tod signierte und verkaufte er sein Buch in seiner Apotheke. Insgesamt ist Otto Karius ein Beispiel für die Komplexität der menschlichen Erfahrungen im Krieg. Seine militärischen Fähigkeiten sind unbestreitbar, aber wir sollten nie vergessen, dass er Teil eines Krieges war, der unermessliches Leid verursacht hat. Seine Geschichte erinnert uns daran, wie wichtig es ist, Geschichte kritisch zu betrachten und die menschlichen Kosten von Konflikten anzuerkennen. Ja, Freunde, das waren ein paar Worte über Otto Karius, die ich mir zusammengesucht habe und aufgeschrieben habe. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Ich hoffe aber umso mehr, dass euch auch das Review des Jagdtigers, des Panzerjägers Tiger in der Ausführung B von Kobi in der Limited Edition, die 2579, euch auch gefallen werden. Ich muss sagen, es hat Spaß gemacht zu bauen, aber, Freunde, viel Spaß jetzt beim Review. Nach 4 Stunden Bauzeit steht er da, unser Panzerjäger Tiger Ausführung B, das Kobi Set 2579 aus der Historical Collection World War II, die Limited Edition mit 1390 Steinchen. Und Steinchen ist ein gutes Stichwort, fangen wir damit an. Wir haben ein paar Steinchen über, wir haben hier Klappspaten, wir haben den Bügelperlen-Applikator und wir haben sogar einen Eimer 1er hier, da seht ihr es, und eine C-Claim über, also richtig cool. Ein paar Steinchen für unser Ersatzteillager bei Kobi. Aber, Freunde, wollen wir über die Anleitung doch mal zuerst reden, bevor wir über das Fahrzeug reden. Ich stelle es mal nach hinten, denn mir ist etwas aufgefallen. Habt ihr vielleicht vorhin schon gemerkt bei der Besprechung, wir haben hier hinten gar keine Werbung. Liegt das daran, dass Kobi die Neuheiten uns in dem Set noch gar nicht zeigen wollte? Wer weiß, wer weiß. Aber Freunde, ich habe etwas, was die Limited Edition noch uniker macht, denn wir haben einen Baufehler hier in unserer Anleitung, bzw. einen Druckfehler. Ihr seht es hier beim Baustep 39. Ihr seht hier, wir haben hier einen Versatz, da ein Versatz, da ein Versatz, 6 Steinchen, Versatz, Versatz. Dann schauen wir mal auf den Bauschritt 40. Und da sehen wir auf einmal, ich klappe mal um, wartet Freunde, da, Versatz, Versatz, hier ist kein Versatz, nur da. Also ein Stein ist hier mehr. Ist aber auch gar nicht angezeigt, dass wir hier einen Stein mehr brauchen. Ich habe ihn gesucht, bis ich gemerkt habe, beim Bauschritt 41, nee, da ist der Stein wieder wundersamerweise weggehext worden. Also ein kleiner Baufehler, ein Druck in der Bauanleitung, das macht diese Limited Edition noch wertvoller vielleicht. Und dann, Freunde, etwas, was wir uns gleich noch anschauen müssen. Das hier ist nicht nur ein Klemmbausteinpanzer, nein, er ist auch ein Steckpanzer. Denn bei den Seitenschürzen stecken wir mit so Klammern, die wir sonst bei Kobi als Reling kennen, oder gebogene Stangen, stecken wir hier, da seht ihr es, auf den Bauschritten 241 bis 244, stecken wir unsere Schürze fest, beziehungsweise wir klemmen sie fest. Also ein Klemmbaustein und ein Steckstangenpanzer, möchte ich mal behaupten. Ja, Freunde, schauen wir uns die Minifiguren an. Ich nehme hierzu mal gleich den Stand hier unseres Maybach Motors, kommen wir gleich zu. Erstmal schön gelasert natürlich, wieder Maybach HL 230 und schaut euch mal die Minifigur an. Ziemlich cool, schaut entspannt daher, übelst bedruckt. Deswegen wisst ihr jetzt auch, warum ich gedacht habe, dass das ein gewisser Otto C. ist, weil hoch dekoriert, rosa Litzen, wie es das gehört, für die Panzeruniform der damaligen Zeit, beziehungsweise für Panzeruniformen. Mein Vater bei der Bundeswehr hatte auch rosa Litzen. Das ist die Farbe der Panzer. Seht ihr rechts auch nochmal in groß. Von hinten auch bedruckt hier mit dem Gürtel. Dann nehmen wir mal unsere Krat-Truppe hier im Krat in unserer Zündab. Ihr seht, die kommt ziemlich locker und besoffen daher. Liegt daran, dass man sie gar nicht so gut festmachen kann, da wir hier im Krat keinen Sitz haben. Da. Schauen wir uns also erstmal hier den MG-Schützen des Kratz an mit seinen Splintertarn hier. Ziemlich cool, typisch diese Schnürung dieses Überwurfhemdes, richtig cool bedruckt. Wir haben hier die Koppel, wir haben ja einen Typen, der schreit. Nicht gut eigentlich, wenn man ein Motorrad fährt, da verschluckt man viele Insekten. Wir haben hier die Brille und auch von hinten schön bedruckt. Und dann haben wir unseren Fahrer mit Karabiner K98 hinten dran. Er hat den Mund zu, er ist schlau.
Patronengürtel hier, Sixpack, wir sehen es, er hat seine Fahrerbrille einmal hier oben und auf der Uniform bedruckt in einer Tasche, hat Gamaschenschuhe, Handschuhe hinten auch bedruckt und wie gesagt, sein Karabiner hat er umgeworfen. Dann unsere Zünder, die wirklich cool geworden ist. Schaut mal, viele Drucke hier auf dem Koffer, auf dem Köfferchen. Hier vorne Einheitszeichen bedruckt. Wir haben hier den Scheinwerfer bedruckt. Und ja, hat Spaß gemacht zu bauen, dieses Teilchen. Auch wenn es etwas labil ist, beziehungsweise nicht labil, fragil. Ob es labil ist, weiß ich nicht. Denn wir hängen hier nur an einer Noppe. Das geht leicht auseinander. Müsst ihr aufpassen und gut zusammendrücken. So, und auch das MG hängt hier nur auf einer umgedrehten Bolzeneinheit, die wir in einen 1x2er Jumper mit Loch stecken, sag ich mal, also ohne Jumper. Ihr wisst, was ich meine hier. Ich zeige es euch. Da, eigentlich eine schöne Bautechnik. Ich finde es ganz cool, dass Kobi hier mal so ein Zünder, ein Krattgestell mit MG beigepackt hat. Gehörte ja auch eigentlich standardisiert zu solchen Panzereinheiten dazu. Ja, dann haben wir noch natürlich hier den Typenschild für unseren Panzerjäger Tiger Ausführung B mit meiner Nummer der 161. Aber kommen wir jetzt zum Panzer. Ich hoffe, die Kamera stellt scharf. Nein, dann zack, kleiner Fingerdruck aufs Display. Schon ist die Kamera scharf. Ich, Freunde, finde, dass der Panzer einen kleinen Fehler hat. Und ich hoffe, ich kann es euch jetzt zeigen, auch wenn es mich etwas nervt, bevor wir uns die Details angucken. Der Panzer hat ja Ketten. Das heißt, das Gefährt sollte eigentlich fahren. Ich drücke ganz leicht hier oben und ich fahre mit dem Panzer hin und her. Und ja, jetzt klappt es. Ach, Freunde. Nein, da seht ihr es. Ha, ich habe es gar nicht hinten gesehen. Seht ihr? Ich finde, dass die Schürzen eine kleine Fehlkonstruktion sind. Warum, weshalb, wieso? Gucken wir uns erstmal die Schürzen an. Ich habe es euch vorhin ja gesagt. Hier sind diese Klammern, die ich euch in der Anleitung gezeigt habe. Lustige Bautechnik, weil diese Paneele jetzt unten Löcher haben und wir dann mit diesen Klammern diese noch verstärken können. Auch schön hier dieses Blätterformteil. Das Problem mit diesen Schürzen ist, sie hängen halt nur auf ein paar Noppen. Und das sind die Noppen, die wir hier vorne haben. Da ist eine Noppe, ihr seht sie. Und da hinten ist eine Noppe. Und durch die Vibration und die Kette hat kaum Platz, fällt diese Schürze sehr leicht ab. Ich zeige es euch nochmal in groß. Man muss aufpassen bei diesem Fahrzeug, weil so viel dran hängt, dass immer mal wieder was abfallen kann. Schon diese Schläuche hier, die ich nicht so gut finde, dann auch dieses Grünzeug, da fällt immer mal was ab. Und ihr seht jetzt schon hier, die Kette hat da kaum Spiel und ja, wenn es vibriert, dann geht hier die Klemmkraft verloren, die Klatschpower und schon fällt die Schürze ab. Ich zeige es euch nochmal. Ich klemme es hier auf. So. Schutzblech hoch. Da draufnoppen. Da draufnoppen. Die Bautechnik an sich finde ich ganz cool, weil damit diese Schräge herkommt. Aber wenn ich jetzt fahre, ja, ihr seht, fällt es wieder ab. Also das finde ich nicht gut. Vielleicht muss ich da nochmal nachbauen. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, ob ihr auch dieses Problem habt. Ich finde wirklich hier, da ist zu wenig Klemmkraft. So, schauen wir das Fahrzeug uns aber genauer an. Ich habe es euch gesagt, bautechnisch hat es richtig Spaß gemacht. Richtig cooler Bau, schön die Farben, das Erbsensuppengrün, dieses Nougat, rotbraun und unser Oliv. Wir haben überall Drucke versteckt. Ihr seht die Balkenkreuze, die 201, hier hinten die Balkenkreuze. Wir sehen da hinten die Optiken. Wir sehen die Lüftungen hier auf dem Motor. Oben Klappen angedeutet. Hier vorne auch wieder Optiken angedeutet mit diesem blauen Strich. Wir haben hier Haken angedeutet. Ihr seht auch hier, man muss immer wieder ein bisschen nachdrücken. Ja, man muss immer mal wieder nachdrücken. Ich habe es euch gesagt, an diesem Fahrzeug fällt immer mal wieder etwas ab. Und hier auch Balkenkreuze bedruckt. Das ist übrigens jetzt schon das 3. Mal, dass ich hier ein Review, und das geht auch ab, habe ich euch gesagt, ein Review gestartet habe, weil dieses Fahrzeug einfach andauernd auseinanderfällt, weil es an manchen Stellen einfach nur an ein paar Noppen hält. So wie hier zum Beispiel hält es, seht ihr, an einer Noppe unten an dieser Flat-Teil. Ich baue schnell zusammen. Hier machen wir kleine Feldinstandsetzungen, denn ich möchte jetzt nicht noch ein 5. oder 6. Mal dieses Review aufnehmen, denn meine Stimmung zu diesem Fahrzeug wird dadurch nicht besser. Ihr seht es, weiß ich nicht. Also, auch Kobi.
Liegt es an der Qualität der Steine? Habe ich ein Montagsset? Schreibt mir eure Erfahrungen mit dem Set bitte gerne mal in die Kommentare. Ich möchte hier nicht doof dastehen, denn eigentlich finde ich dieses Set richtig cool, optisch. Wir alle haben auf den Jagdtiger gewartet und die Bautechniken sind gut. Also, naja, wenn es mir auseinanderfällt, kann ich nicht sagen, die Bautechniken sind gut. So, zack, zack. Ähnliche Bautechnik hatten wir, beim IS. So, na. Und ihr seht, es fällt schon wieder was ab. Es ist schon wieder ja. Ach, Freunde, ich weiß nicht. Ich stelle mich jetzt entweder zu dumm an oder. Aber lassen wir es einfach. Ihr habt ja gesehen, wie das Fahrzeug aussieht. Schauen wir uns den Innenraum an. Da fällt wieder etwas ab. Da haben wir die schöne Kanone, die super große Kanone, detailliert hier. Wir können sie auch ein bisschen bewegen, hoch, runter, seitlich, gefällt mir. Wir haben hier Munition. Wir haben nach hinten eine Klappe, wie im Original, zum Durchreichen der Munition. Wir haben hier ein Flak-MG. Damit können wir sogar hier, es geht leicht ab, aber theoretisch ist es eine Hilfe, um hier die Motorraumklappe zu öffnen. Theoretisch sage ich so, um an den Motor zu kommen, wo der Maybach auch steckt. Ich zeige euch die Klappe. Hier eigentlich mit dem MG ist es eigentlich so gedacht, ne, dass man hier so ein bisschen so die Klappe aufmachen kann. Dann kann man auch reingucken. Schön massiv dann gebaut. Typisch Kubi, erst so flach und dann hier die Teils mit vielen, vielen Bügelperlen. Und eigentlich auch schön überall das Grünzeug, wobei ich immer finde, dass dieses Grünzeug aussieht wie plattgedrückte Kaugummis. Aber hier ein bisschen so angerostete Teile und diese, ja, ich glaube, die kommen aus der Weihnachtszeit noch. Das sieht ein bisschen aus wie Weihnachtsstern. Ja, haben wir hier dann den Maybach-Motor, den ich euch versprochen habe. Den können wir hier rausnehmen. Ihr kennt ihn schon, wenn ihr das ein oder andere Limited Review mal gesehen habt oder bei Kubi mal auf der Webseite war oder vielleicht selber mal ein Limited Edition Set von Kubi gebaut hat, wo der Maybach HL 230 verbaut ist. Da haben wir ihn auf dem Stand. Sieht schön aus. Finde ich gut, dieses helle gedruckte. Ja, es gibt noch mehr Funktionen. Ich hoffe, es fällt mir nicht noch mehr auseinander, denn wir haben hier noch die Luken, die wir so rausfriemeln können. Man braucht Fingernägel, dann kann man es so rausdrehen. Bisschen schade, weil hier drin haben wir eigentlich schön bedruckte Teile. Die sieht man bloß nicht. Jetzt hier ist es zu dunkel natürlich. Und ja, man kann auch keine Figur richtig reinstecken. Wir haben dann nämlich Funkgeräte versteckt. Hier auch. Ich nehme das Grünzeug mal weg. Und auch hier können wir diese Klappe so rausfriemeln, zur Seite machen. Und ja, jetzt geht sie ab. Aber vielleicht kann man da ein bisschen erkennen. Nein, es ist zu dunkel. Da drinnen versteckt sich ein bedruckter 2x2er in Grau, der ein Funkgerät bzw. die Steuerung des Panzers darstellen soll. Hier auch wieder schön bedruckt. Von vorne, ich habe es euch gesagt, jetzt ist es auseinandergefallen, das Laufwerk. Und von hinten diese typische Form des Jagdtigers. Und wir haben sogar hier theoretisch einen Halter für die Klappe, die jetzt hier da auf dem Boden liegt, beziehungsweise da, dass wir hier die Klappe auf schräg halten können. Ihr seht jetzt hier, während ich alles einsammle, wie viel mir jetzt von diesem Fahrzeug schon abgefallen ist. Also die Schürzen sind mir abgefallen, die Frontpartie, das Grünzeug. Gut, den Deckel habe ich abgemacht. Hier ist mir das MG abgefallen und da ist mir das Okular von da hinten abgefallen. Also ja, Freunde, was soll ich sagen? Ich bin eigentlich von diesem Set begeistert gewesen. Ich hatte beim Bau definitiv total Spaß, weil da ist mir nichts auseinandergefallen. Aber jetzt so mit einem Tag Versatz macht es keinen Spaß mehr. Weil ich jedes Mal, wenn ich dieses Fahrzeug angefasst habe, wieder etwas dran bauen muss. Und vielleicht habe ich schlechte Steine erwischt, ich weiß es nicht. Optisch ist das Ding ein Knaller. Alles, was dabei ist, ist auch ein Knaller. Aber dass die Schürzen bei mir abfliegen, dieses Gewurschtel hier mit den Schläuchen macht keinen Spaß. Aber das macht es bei Kubi nie. Also es hat beim Leopard keinen Spaß gemacht. Es wird bei dem Jumbo da drüben keinen Spaß machen. Auch bei dem wird es keinen Spaß machen. Also das Kubi macht bitte mal in Zukunft anders. Das gefällt mir nicht.
Und dieses Set werde ich jetzt das 12. Mal wieder zusammenbauen. Ihr bekommt tolle Detailfotos, indem ihr wirklich seht, wie cool dieses Fahrzeug optisch aussieht. Aber fahren lassen und groß anfassen irgendwie, das lasst bitte sein. Cool auch nochmal, das wollte ich immer schon mal sagen, ist eigentlich diese Stütze hier für die Kanone. Finde ich eigentlich ganz gut. Das hat Kobi sonst immer oft nur angedeutet oder als Druck gehabt. Hier können wir es richtig auflegen, das Geschütz. Das gefällt mir. Aber es gefällt mir nicht, dass ich es jetzt zum 12. Mal wieder zusammenbauen muss. Ja, schreibt mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare, wenn ihr findet, dass ich ein schlechter Bauer bin oder dass ich keine Geduld habe oder dass ich mir jetzt hier Fehler aus den Fingern sauge. Schreibt mir es bitte gerne in die Kommentare. Ich habe jetzt hier den 5. Versuch oder 4., ich weiß es nicht. Ich baue das Fahrzeug jetzt wieder zusammen. Es gibt dann für euch tolle Fotos, ich wiederhole mich da gerne. Optisch eine Wucht, aber. Ja, Freunde, wie immer an dieser Stelle bekommt ihr ein paar Detailfotos dieser optisch sehr gelungenen Version des Panzerjägers Tiger Ausführung B von Kobi. Ich habe noch ein paar Fakten für euch, nämlich, dass es ja schon mal 2 Jagdtiger von Kobi gab, nämlich einmal die 2484 in brauner Tarnung und die 2484A in grau-grün. Und wenn wir beim Jagdtiger sind, ich habe euch ja auch schon gesagt, dass ich schon mal ein Video zum Jagdtiger gemacht habe von Sluban. Trotzdem noch hier der Hinweis, dass 88 Jagdtiger insgesamt gebaut wurden von 44 bis 45 in den Nibelungenwerken in Österreich. 12 bis 14 Fahrzeuge davon haben sogar nur eine 8,8 Panzerabwehrkanone verbaut bekommen. Und kommen wir noch zur Zündab, der KS 750. Das Gespann wurde von 1941 bis 1948 gebaut, hatte eine Höchstgeschwindigkeit von 95 km/h. 18.284 wurden während des Krieges gebaut und 349 wurden dann noch aus Restbeständen nach dem Krieg in Nürnberg zusammengebaut. Leider ist Zündab ja 1984 in die Insolvenz gerutscht. Kommen wir aber jetzt noch einmal vielleicht zu dem Fahrzeug und warum ich überhaupt denke, dass hier Otto Karius abgebildet ist als Minifigur. Naja, das Fahrzeug hat die Nummer 201 und so ein Fahrzeug fuhr Otto Karius in der 2. Kompanie des 512. Schweren Panzerjägerbataillons, das in Iserlohn in Westfalen im April 1945 kapituliert hat. Lustigerweise passt, wenn ich richtig recherchiert habe, der Krat gar nicht zum Fahrzeug, denn das hat ein Kleeblatt ja hinten oder beziehungsweise ein Kleeblatt mit Pferdeköpfen drauf gedruckt und das wäre dann ein Fahrzeug der 71. Infanteriedivision, die 1945 in Österreich kapituliert hat. 190 Krat-Beiwagengespanne gab es 1939 in einer Erhebung in der 71. Infanteriedivision. Ja, das waren nochmal ein paar Fakten. Also Kobi hat hier wahrscheinlich historisch 2 Sachen zusammengepackt, die gar nicht zusammengehören. Trotzdem ist das Krat ja cool. Wenn ihr da andere Infos habt, schreibt die gerne unten in die Kommentare, denn ich wäre gerne Dr. Allwissend, ich bin es leider nicht. Freunde, jetzt zum Abschluss schauen wir uns noch einmal in die Augen. Ja, das hättet ihr wohl auch nicht erwartet, oder? Glaubt mir, mir ging's genauso. Ich habe auf dieses Set wirklich gewartet, habe die Tage gezählt, bis es zu mir kam und ich habe mich auch gefreut, als ich erfahren habe, es kommt sogar eher. Denn Kobi hat ja geschrieben, ab dem 29., 28. wird es versendet und ich hatte es schon da. Mich würde mal interessieren, was am 24.08. in Mielec in der Fabrik bei Kobi passiert ist, denn da wurde dieses Set hier gepackt. Ich habe es auf den Innendruck gesehen. Vielleicht, liebe Arthur und Co., viele Kobi-Leute, könnt ihr mir sagen, was ist mit meinem Jagdtiger passiert, dass ich damit so Probleme habe. Mittlerweile sind es ja nicht nur die Schürzen, sondern vorne auch die Frontpartie. Ich werde dieses Set jetzt gleich hier ins Regal stellen und dann wird es dafür ganz lange Zeit bleiben. Ich dachte, das wird der Burner, aber jetzt bleibe ich doch lieber beim Jagd, Panther und Stuck. Also, ja, schade. Schreibt mir eure Meinung bitte unten in die Kommentare. Ich mag solche Videos gar nicht machen. Ihr kennt mich. Ich gehe eigentlich immer freudig an die Sache und dass Kobi mir hier mal etwas vermiest, hätte ich nicht gedacht, denn ich bin ja ein großer Kobi-Enthusiast. Aber vielleicht gehört sowas auch dazu, denn ich möchte die Reviews ja euch so zeigen, wie sie sind. Und es war nun mal so bei mir. Also Pustekuchen. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare. Lasst uns dann, wenn ich schon nicht mit diesem Set so viel Spaß hatte beim Review, beim Bauen hatte ich es, das möchte ich betonen, dann möchte ich wenigstens mit euch Spaß haben in den Kommentaren. Über ein Abo würde ich mich auch freuen. Daumen hoch, Daumen runter, lasst ihr mir auch gerne da.
Und ihr wisst, normalerweise sage ich immer gute Fahrt bei einem Set, was rollen kann. Da es bei mir nicht so richtig rollen kann, sage ich guten Stand ins Regal, auf Wiederbauen. Euer Freund, der Blockster.